Ja. Irgendwann, ja. Boah. Der schaut so geil aus mit dem Helmkopf da drin. Ja. Brutal. Ja, offenes. Schau mal die Reifen, wie die Felge auf dem Reifen arbeitet. Das ist so abartig. Schon fast. Da kannst du dir mal vorstellen, was da für Kräfte wirken. Hey. Aber er macht das ganz locker, ne? So Ja, aber drin ist, wenn er zum Semmelholen fahren wird. Ja. 206 waren das gerade. 206 km/h. Das ist schon. Fahren mit 206 an Randstein rauf. Ja. Das ist das, was er da macht, ja. Ja. Genau so. Schau mal, zack, nochmal. Boah. Aber alle Reifen am Boden, hast du gesehen? Alle Reifen am Boden, das gibt's das immer sind nicht. Fehler. Du musst mir mal anschauen. Schau mal das an. Oh, den zieht die Räder fast runter, ne? Den zieht fast in den Reifen, das ist wie eine Montiermaschine. Zieht den Reifen von der Felge runter. Zack. Aber die Karosserie komplett gerade. Keine minimale Karosserie, keine Erschütterung, nichts. Da hat sich halt die Abstimmung auf dem 7-Post-Trick da tatsächlich absolut gelohnt. Ne? Genau da siehst du die Unterschiede, was das eben ausmacht zu einem 0815 Fahrwerk, dass du sowas da machen kannst. Guck, da fliegen die Funken. Ja, So, Porsche, der Porsche hat ein Problem. Musst du mal auf YouTube schauen, da habe ich ein Video gesehen von ein paar SUVs, die Nürburgring gefahren sind auch. Was mich einfach interessiert hat. Das Problem war, ich habe es angeschaut, bevor wir. Pass auf, jetzt siehst du gleich, wie der Gladiator den Porsche wegzieht. Und da saß ich beim Christian hinten im Auto. Der war voll drauf, der war volle Gerade drauf. Das ist ein 500 PS GT4 hier. Wie der rausbeschleunigt, wie die Traktion entwickelt. Ja, er hat es selber nicht ganz glauben können. Ja, da schon eine andere Nummer. Ja, das ist diese kleine Sprunghügel kurz unten. Ja. Wenn du, jedes Auto, wenn du da nicht aufpasst, jedes Auto, wenn du den ein bisschen schräg kriegst oder so, da würfelst du dich hin und her und dann musst du aufpassen, dass du nicht abfliegst und er hier rum drüber fertig. Das ist schon sehr, sehr fett. Brutale Geschichte, wirklich brutale Geschichte. Hier, guck mal wieder. Jetzt sind wir Jetzt sind wir gleich zack. hier, zack. 927, meine Damen und Herren. 27, sehr geil. Geile. So, dann schauen wir mal. Und das ob es einfach irgendeinen Geländewagen gibt, der da mitmachen mag. Ich glaube es nicht. Das wird keiner. Der mitmachen mögen vielleicht schon, aber ich mögen schon, aber ob er es kann. Also ein Geländewagen ist eine Vorlage. Ein Geländewagen an sich jetzt vielleicht schon, wenn jetzt hier irgendeine AMG G-Klasse ist oder so. Wir können mal überlegen, was gäbe es denn? Aber kann er danach auch so ein Offroad fahren? Was gäbe es denn an Fahrzeugen, wo wir haben auch modifiziert. Mit dem serienmäßigen Gladiator möchte ich es dann nicht unbedingt auf der Rennstrecke fahren. Ja, aber so ganz grundsätzlich, was gäbe es denn für Fahrzeuge, die man modifizieren kann, die man eventuell danach so versuchen könnte, so zu bewegen? Das müsste ein Geländewagen sein. Also dann fällt mir Mercedes G-Klasse, AMG oder wie auch immer. Der Lambo, wie heißt der Ursus? Der Ursus, ja, das würde ich jetzt mehr als SUV zählen. Aber es gibt mit Offroad-Modus und so weiter, also du kannst auch Offroad damit fahren. Würde gehen. Fakt ist ja, du musst danach auch Offroad fahren. Dakar. Auch. Der wird halt dann da vielleicht ein bisschen mehr performen, aber Offroad wird halt absolut abstinken. Wenn wir das machen, was wir uns überlegt haben, dass wir eine Track-and-Track-Serie machen, dann wären das genau die Fahrzeuge, die da willkommen wären, dazu kommen. Und dann, aber die Challenge ist halt, dass man die Reifen und alles andere auch nicht ändert. Keine Nachjustierung am Fahrwerk, keine Druckstufe oder sonst irgendwas, keine anderen Reifen drauf. Nichts. Das muss genau so sein, wie er auf dem Track ist, muss er direkt vom Dreck auffahren. In den Dreck, genau. So 1:1 und nicht anders. Und da wäre ich schon sehr gespannt, was da kommen wird. Da darf sich jetzt jeder eingeladen fühlen, der meint, er hat ein Auto, der das kann, oder er kennt jemanden, der wen kennt, der das kann. Genau, Werkteams, Rennteams etc. Ja, Porsche, hier, komm Leute, wo seid ihr? Macht's, zeigt mal. Ich glaube, die trauen wir nicht. Was? Die haben Schiss, da zu viel zu verlieren. Ja, wir werden sehen. Also sind wir die Gewinner. Grenadier fällt mir ein. Grenadier. Ja, aus dem Motor. Könnte. Aber wir wissen ja auch, wie er fährt. Ja. Der das jetzt mit die Geraden schon. Der fährt jetzt noch im Karussell. Na gut, die Leute werden es dann die Dreck-Folge auch bald sehen. Ja, dann weiß man ungefähr so, wo die Reise dann in der Track-and-Track-Serie hingehen könnte. Zumindest weiß man dann, was
Und dann warten wir auf die Bewerbungen. Was er nach dem Track erwartet und was er halt auch können muss. Wir warten auf die Bewerbungen. Ja.